Warst du schon einmal in psychologischer Beratung und hattest das Bedürfnis, das Beste aus dieser Zeit herauszuholen? Möchtest wissen, was du selbst aktiv dazu beitragen kannst, um diese Gespräche wirklich bestmöglich zu nutzen? Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video zeige ich dir, was du selbst tun kannst, um das Beste aus deiner Beratungszeit herauszuholen. Eines steht fest, eine psychologische Beratung ist eine Investition an Zeit, aber natürlich auch an Geld. Jedoch ist es eine Investition, die sich in jedem Fall lohnt, weil diese Form der Gespräche maßgeblich dein Leben verändern können. Wichtig zu wissen ist, ein psychologisches Beratungsgespräch ist ein Prozess. Ein Prozess, der etwas in Gang setzt, das nicht von heute auf morgen geschieht, sondern eine längerfristige Entwicklung mit sich bringt. Sehr häufig bringen wir in unserem Leben gedankliche Muster oder Verhaltensweisen mit, die sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte manifestiert, also gefestigt haben. Um diese Muster aufzubrechen, braucht es natürlich auch dementsprechend viel Zeit und Geduld. Die folgenden Tipps können dir dabei helfen, aus deiner psychologischen Beratung das Allerbeste herauszuholen. Erstens. Achte bei der Wahl deines Psychologen oder deiner Psychologin auf deine ganz persönlichen Bedürfnisse. Möchtest du gerne mit einem Mann oder mit einer Frau sprechen? Soll dies eine Person sein, die älter ist oder vielleicht ein wenig jünger? Hast du Vorlieben in der Beratungsform oder in der Art und Weise, welche Methoden diese Person einsetzt? Versuche dich möglichst gut darüber zu informieren, wer dieser Mensch ist, mit dem du deine persönlichen Gespräche teilen möchtest und entscheide dann, wer die richtige Ansprechperson für dich sein soll. Zweitens, wenn du dich für ein psychologisches Beratungsgespräch entscheidest, dann sei offen und ehrlich mit deinem Psychologen oder deiner Psychologin. Deren Aufgabe ist es, dich niemals zu verurteilen und dich genau so anzunehmen, wie du bist. Vollkommen egal, welche Gedanken oder Gefühle du mitbringst. Je offener du über das sprichst, was sich in deinem Kopf befindet, umso besser kann die Psychologin oder der Psychologe auch mit dir daran arbeiten. Drittens, sei konsequent und bleib dran. Auch in Phasen, in denen Gespräche vielleicht unangenehme Dinge aufwerfen oder belastende Gefühle auftauchen, bleib unbedingt bei der Sache. Halte dich an vereinbarte Termine und versuche auch, die gemeinsam besprochenen Inhalte bestmöglich umzusetzen. Viertens, nimm die Inhalte aus der psychologischen Beratung auch unbedingt mit in den Alltag. Gerade dann, wenn ihr zum Beispiel über Ängste oder Unsicherheiten sprecht, ist es wichtig, dass du lernst, diese auch in deinen Alltag zu integrieren und nicht nur in der Beratungsstunde umzusetzen. Versuche, über deine Komfortzone hinauszugehen und dich deinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen. Fünftens, vertraue deinem Psychologen und deiner Psychologin, aber auch dem Prozess. Du kannst sicher gehen, die Psychologin und der Psychologe sind Menschen, die dafür ausgebildet sind, dich mit allem, was du mitbringst, aufzufangen, dich nicht zu verurteilen, dich genau so anzunehmen, wie du bist. Die Veränderung kann vielleicht ein wenig Zeit brauchen. Vertraue auf diesen Prozess und lass dich auf das Beratungsgespräch ein. Sechstens, gib auch deinem Psychologen oder deiner Psychologin Feedback, wie es dir denn mit der Beratung geht. Du selbst kannst die Beratung maßgeblich mitgestalten, indem du auch Entscheidungen triffst, welche Methodenvielfalt bei dir eingesetzt werden soll oder darf. Trau dich ruhig zu sagen, was dir gut gefällt, was dir hilft und was du vielleicht in Zukunft noch brauchst, um noch einen besseren Fortschritt zu erzielen. Siebtens, führe ein Beratungstagebuch, in dem du die Inhalte der Gespräche niederschreibst, über deine Aufgaben reflektierst und wesentliche Erkenntnisse für die Zukunft festhältst, sodass du immer wieder nachsehen kannst, was du in dieser Zeit gelernt hast. Zusammenfassend, psychologische Beratung ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Wenn du selbst aktiv mitarbeitest und auch deinen Teil zur Beratung beiträgst, dann steht einer Erreichung deiner Ziele nichts mehr im Wege.